Hallo liebe Kaffeefreunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer von euch eine Eureka Mignon Kaffeemühle besitzt, kennt das sicher. Tolle Mühle, super Mahlergebnis, aber das Einstellen des perfekten Mahlgrads, das kann manchmal eine echte Geduldsprobe sein. Das kleine stufenlose Einstellrad von Eureka ist zwar funktional, aber oft sehr sensibel. Eine winzige Drehung kann schon einen großen Unterschied machen und es ist schwierig, eine einmal gefundene Einstellung exakt zu reproduzieren, besonders wenn man öfter die Bohnen wechselt. Aber dafür gibt es eine geniale Lösung, die ich euch heute vorstellen möchte. Das Aro Einstellrad. Ich selbst nutze dieses hier auf meiner Eureka Mignon Single Dose und bin damit super zufrieden und möchte euch zeigen, warum. Die Installation ist denkbar einfach. Ihr schraubt vorsichtig das Originalrad ab, dann nehmt ihr das Aro-Rad und schraubt es einfach auf die Gewindestange. Danach setzt ihr das Einstellrad noch auf die Halterung des Bohnentrichters. Fertig, das dauert keine 2 Minuten. Was ist jetzt der große Vorteil? Schaut mal hier. Erstens, das Aro-Rad ist deutlich größer als das Original. Dadurch habt ihr einen viel längeren Hebel und könnt viel feinfühliger drehen. Die Übersetzung der Drehbewegung auf die Mahlgradverstellung wird quasi gröber, was feinere Justierungen erleichtert. Zweitens, und das ist für mich der wichtigste Punkt, die klare Skala. Mit diesen Zahlen und Markierungen könnt ihr eure Einstellungen endlich präzise ablesen und vor allem wiederfinden. Wenn ihr zum Beispiel für Espresso die Einstellung 3 habt und für Filterkaffee 50, könnt ihr ganz einfach und exakt zwischen diesen Werten wechseln. Meiner Erfahrung nach stelle ich den Mahlgrad für hellere Röstungen meist auf 1 bis 5 und für dunklere Röstungen auf 5 bis 10. Außerdem fühlt sich das Rad selbst sehr wertig an, da es aus Aluminium gefertigt ist. Die Mahlgradanzeige ist aus Kunststoff. Stellen wir die beiden mal direkt gegenüber. Das Eureka Original ist klein, hat keine wirkliche Skala und eine sehr direkte und sensible Verstellung. Reproduzierbarkeit ist schwierig. Das Aro-Rad hingegen bietet durch seinen größeren Durchmesser eine feinere Justierung und durch die klare Skala eine hervorragende Wiederholbarkeit. Oft hat es auch eine wertigere Haptik. Der Unterschied in der täglichen Nutzung ist wirklich enorm. Das ständige Rätselraten und Herumprobieren nach einem Bohnenwechsel gehört damit der Vergangenheit an. Eureka selbst hat vor kurzem ein ähnliches Upgrade rausgebracht, das King-Size Einstellrad. Die Idee dieser Verbesserung ist gut, aber meiner Meinung nach ist das Aro-Rad besser. Bei der Variante von Eureka ist die Installation komplizierter und dadurch, dass es kaum größer ist als das Originalrad, bringt es nur einen kleinen Vorteil. Wie gesagt, ich nutze dieses Aro-Rad jetzt schon eine Weile und bin absolut begeistert. Die Präzision und die Wiederholbarkeit machen den Workflow am Morgen oder beim Experimentieren mit neuen Bohnen so viel einfacher und angenehmer. Für mich ist das eines der besten und gleichzeitig günstigsten Upgrades, die man seiner Eureka Mignon gönnen kann. Wenn ihr also auch das Maximum an Kontrolle und Komfort aus eurer Mühle herausholen wollt und es leid seid, den perfekten Mahlgrad immer wieder neu zu suchen, dann schaut euch das Aro-Einstellrad unbedingt mal an. Den Link zu genau diesem Modell, das ich verwende, packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit diesem oder ähnlichen Einstellrädern gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für weitere Kaffeetipps und Reviews. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.